Um die 50 spielen die weiblichen Hormone verrückt. Die Wechseljahre treffen jede, selbst wenn die ein oder andere manchmal noch gar nicht damit rechnet. Bei mir kam es tatsächlich von jetzt auf gleich. In erster Linie sind es eben Hitzewallungen in der Nacht, Herzklopfen, Gelenkbeschwerden. Das ist bei mir so diese 3 Sachen, die mich am meisten belasten. Also Gelenkbeschwerden auch, weil ich eigentlich gern Sport mache und da merke ich schon, dass das nicht mehr so einfach ist. Wie hormongesteuert wir sind, merken wir normalerweise nicht. Doch diese Umstellung von fruchtbar auf unfruchtbar ist für den Körper eine große Sache. Eizellen werden nicht mehr produziert und die weiblichen Hormone Progesteron und Östrogen schwanken stark und nehmen immer mehr ab. Steuerungsprozesse wie Temperatur, Schlafregulation und Herzrhythmus sind davon betroffen. Jutta will ihre Beschwerden loswerden und wendet sich an ihre Ärztin, die auch Spezialistin für Ernährung ist. Wir haben super Erfahrungen damit, dass man bei Wechseljahren durch eine Umstellung der Ernährung, gerade der typisch deutschen Ernährung, sehr viel erreichen kann. Das geht zum einen darum, dass man Dinge weglässt und andere, die man dann dazufügt. Mittags gibt es ein warmes Essen, ja. Jutta wird genauestens zu ihren Ernährungsgewohnheiten und Beschwerden befragt. Schlafstörungen sind bei ihr am gravierendsten. Was ich auch noch habe, ist ein bisschen Antriebslosigkeit, merke ich. Das kann aber natürlich auch am Schlafmangel liegen. Und vermehrt Gelenkschmerzen und Beschwerden. Viele Frauen leiden auch unter Darm- und Verdauungsproblemen. Jutta zum Beispiel verträgt abendliche Rohkost nicht mehr so gut. Wenn wir ihre Mahlzeiten angucken, beim Mittagessen würde ich empfehlen, gleich die Menge Gemüse viel höher zu setzen. Und dann hätten sie Dinge, die sie abends noch mal zu einer Suppe verarbeiten können. Abends also lieber ein Süppchen, das ist besser zu verdauen als Rohkost. Dieser Tipp gilt für fast alle Frauen mit Beschwerden in den Wechseljahren. Dr. Julia Kleinhens arbeitet dabei auch mit wärmenden und kühlenden Elementen. Denken Sie an ein Chili con Carne, da wird einem innerlich schon warm. Und versuchen Sie das gleich mal mit einem Gazpacho. Ich glaube nicht, dass Sie da eine innere Wärme spüren werden. Das heißt, diese Einteilung in Wärme und Kälte ist uns allen nicht bewusst, aber doch zumindest sehr nah und das kann man spüren. Gemüse ist meistens neutral, Orangen sind kühlend. Vorsicht beim Ingwer, er ist stark wärmend. Gegen Juttas Gelenkschmerzen, die durch den Östrogenmangel entstehen, kann Hühnersuppe helfen. Und bei der Hühnersuppe hat man, wenn man sie selber kocht und lange auskocht, ja, alle Bestandteile drin des Knorpels. Hyaluronsäure, die ganzen Sachen, die man sonst für teures Geld in Grünlippen-Muschelextrakt kaufen würde, können Sie sich ganz einfach zu Hause in einer Hühnersuppe herstellen. Und das Tolle daran, die hilft auch noch gegen Infekte. Das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Und Dr. Julia Kleinhens hat einen ganz tollen Tipp gegen trockene Haut in der Menopause. Wenn man etwa 30 Gramm Mandeln am Tag isst, dann wird die Haut von innen mehr befeuchtet. Das funktioniert sehr zuverlässig. Haben wir zumindest 25 Jahre Erfahrung mit. Milchprodukte, Salate und scharfe Gewürze werden abends oft auch nicht mehr so gut vertragen. Worauf ich noch nicht gefragt habe, wie sieht das mit Rauchen oder mit Alkohol trinken aus? Also rauchen tue ich nicht und Alkohol ab und an ein Glas Wein am Abend. Also viele Menschen erleben, dass sie nach Alkohol vermehrt Nachtschweiße haben. Da bitte ich Sie mal darauf zu achten, ob das in den Tagen, wo Sie abends Wein trinken, vermehrt ist. Dann können Sie selber überlegen, ob das eine Option ist, den Wein noch wegzulassen. Wie sieht es mit dem Kaffeekonsum aus? Ja, das habe ich schon einiges. Also das sind so bestimmt so 4, 5 Tassen am Tag. Ja, das ist auch etwas, was sehr schweißtreibend ist, was viele Menschen in den Wechseljahren dann merken, das tut ihnen gar nicht mehr gut. Statt Kaffee könnte Jutta zum Beispiel Chrysanthementee trinken. Der kühlt und verhindert genauso wie Salbeitee Nachtschweißattacken. Allerdings gibt es den nur in Asialäden. Unsere Zierpflanze ist dafür nicht geeignet. Also der Verzicht auf den Kaffee, den kann ich mir im Moment ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Und ganz auf das Glas Wein stelle ich mir auch schwierig vor. Aber Jutta wird das ausprobieren, damit sie möglichst bald wieder durchschlafen kann. Schönen guten Abend, Dr. Rike Herrmann, Gynäkologin aus Frankfurt. Grüße Sie. Woran merkt man eigentlich, oder Frau besser gesagt, dass man in den Wechseljahren ist? Ja, die allermeisten Frauen merken es daran, dass Zyklusstörungen auftreten. Das heißt, dass die Periode entweder später auftritt oder früher, als sie es gewohnt sind. Und dann im Verlauf kommen meistens noch Symptome dazu, wie Hitzewallungen, Schlafstörungen oder eben auch Verstimmungen. Das heißt aber, es kann auch andersrum sein. Man hat ganz normal noch seine Periode und kann schon in den Wechseljahren sein.
Ja, und manchmal dann so Sachen gar nicht zuordnen können. Ja, das stimmt. Also tatsächlich ist es oft so, dass die Frauen ja schon Symptome auch aufweisen, aber vielleicht die Periode noch regelmäßig kommt. Aber im Körper selbst findet eigentlich schon der Prozess statt, dass eben die Hormone abnehmen oder die Hormonproduktion. Wie lange dauert der ganze Spuk? Meistens schon ein paar Jahre, tatsächlich so im Schnitt 7 Jahre. Also, Oha. Und kann man sagen, wann es am schlimmsten ist? Also, oder kann man sagen, wenn die Periode erst mal rum ist, dann wird alles besser? Nee, tatsächlich ist es so, dass wenn die Periode ausbleibt, dass die meisten Frauen dann schon noch 1-2 Jahre Symptome haben. Und ja, häufig treten die Wechseljahre so zwischen dem 45. und 50. Lebensjahr auf. Okay, und der Leidensdruck, was erleben Sie so, wann ist der am schlimmsten, so in welcher Phase? Meistens tatsächlich genau in der Phase, wenn man wirklich spürbar diesen Wechsel der Hormone auch merkt. Okay, was kann ich denn neben der richtigen Ernährung noch machen, um Beschwerden zu lindern? Also Bewegung, Sport, das hilft auf jeden Fall, vor allem für das Schlafen und für die Stimmung. Tatsächlich bei Hitzewallungen hat das gar nicht so den großen Effekt. Da kann zum Beispiel Yoga helfen oder eben auch Akupunktur. Sport ist wahrscheinlich auch ganz wichtig fürs Gewicht, ne? Also man muss wahrscheinlich insgesamt schon weniger essen. Ja, es kommt einmal dazu, dass einfach wir mit dem Alter einfach weniger Muskelmasse haben und natürlich die Muskeln schon bei unserem Grundumsatz eine ganz große Rolle spielen. Und dann verändert sich auch so ein bisschen die Fettverteilung in den Wechseljahren, dass tatsächlich die Frauen dann doch mehr am Bauch ansetzen, so ein bisschen wie die Männer das eben sonst auch mit dem Alter tun. Und ja, da ist es schon so, dass wir einfach einen geringeren Grundumsatz haben und deswegen auch weniger Kalorien zu uns führen sollten. Wie sieht es aus mit einer Hormonersatztherapie? Also da kommt immer wieder mal eine neue Studie dazu, die entlastet ein bisschen, dann belastet wieder irgendwas. Also wie ist so der aktuelle Stand? Ja, also da hängt es wirklich immer so vom Leidensdruck ab. Aber es gab eben 2001 die große WHI-Studie, die hat für viel Verunsicherung gesorgt bei den Frauen, dass doch die Ängste einfach sehr, sehr groß sind und dass man auch vor Brustkrebs, ne? Genau, vor allem eben für so schwerwiegende Nebenwirkungen, so wie sie da auch hervorgebracht wurden. Das Ganze wurde aber wieder relativiert und wir haben einfach heutzutage gerade mit der bioidentischen Hormonersatztherapie einfach eine super Alternative, wo wir den Frauen auch über diese schweren Jahre einfach gut hinweghelfen können. Wie lange empfehlen Sie das zu machen? Das ist super individuell. Also man sagt ja wirklich, dass 1/3 der Frauen keine Beschwerden haben. Dann gibt es 1/3 der Frauen, die haben mäßige Beschwerden und 1/3 leiden wirklich sehr stark. Und da ist es meistens schon angebracht, um einfach auch die Lebensqualität zu erhalten. Wie stehen Sie zu pflanzlichen Präparaten? Sollte man das vorher einfach mal ausprobieren? Ja, da ist es auch, glaube ich, so ein bisschen Typsache. Ja, es gibt pflanzliche Präparate, die meisten tatsächlich basieren auf dem gleichen Mechanismus wie Östrogen. Also die setzen am gleichen Rezeptor an, bis auf das Cimizifuga. Und das können die Frauen tatsächlich gut mal ausprobieren. Man muss allerdings sagen, dass man es schon mal 6 Wochen nehmen sollte, bevor man dann auch ein Resümee ziehen kann. Okay, gibt es da Daten drüber? Also gibt es da auch Studien oder muss man auch ein bisschen dran glauben? Tatsächlich schwierig, ja. Das ist einfach so, dass so viele andere Faktoren einfach auch eine Rolle spielen, dass es immer ganz schwer zu sagen ist, ob dann die Wirkung wirklich nur von den pflanzlichen Präparaten kommt oder ob es nicht da auch noch andere Umweltfaktoren sind, die da eine Rolle spielen. Okay. Ein wichtiges Thema, was man, glaube ich, immer nicht so auf dem Schirm hat, ist auch Verhütung in den Wechseljahren. Wenn man keine Periode mehr hat, kann man dann einfach sofort aufhören zu verhüten? Also wir von ärztlicher Seite sagen, nach 50 kann man aufhören zu verhüten. Vor 50 sollte die Periode tatsächlich 2 Jahre ausgeblieben sein, bevor man da sicher sein kann. Okay, weil, also es ist gar nicht so selten, haben Sie mir gesagt, dass es dann doch die eine oder andere Überraschung noch mal gibt. Tatsächlich ist es so, dass die ungeplanten Schwangerschaften so Ende der 40er Jahre wieder zunehmen. Ja? Dass viele Frauen sich dann doch irgendwie darauf verlassen, sie kennen ihren Körper, aber dass man da doch noch mal zu ganz anderen Zeitpunkten im Zyklus theoretisch schwanger werden kann, weil es vielleicht mal 2 Eisprünge gibt. Oha, ja, also das kann durchaus sein. Gut, Frau Dr. Herrmann, dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Ja, noch ein Gedanke zum Schluss. Wechseljahre sind ja auch ein Neuanfang. Viele Frauen sagen, von mehr Freiheit. Vielleicht hilft das ja auch über die eine oder andere Schwitzattacke.